Hallo ihr Schachstreber. In dem letzten Video haben wir uns mit den Schlüsselfeldern in den Bauernendspielen beschäftigt. Das heißt, wir haben gesagt, die Schlüsselfelder sind die Felder, auf welchen, wenn der weiße König auf so einem Feld steht, Weiß gewinnt. Das heißt, in dem konkreten Fall, also der Bauer steht auf der 4. Reihe, die Schlüsselfelder sind auf der 6. Reihe. Wenn Weiß am Zug ist, Weiß kann nicht die Schlüsselfelder erobern und dadurch kann Weiß nicht die Partie gewinnen. König F5, König F7, E5, König E7, E6. Die Stellung ist auch sehr wichtig zu merken. Das heißt, wie wir sehen, also der Schwarz kann immer noch auf die letzte Reihe kommen, beziehungsweise Schwarz geht mit dem König auf E8, der König bleibt auf dieser Linie, wo der weiße Bauer sich befindet. Nach König F6, König F8, E7, König E8 und König E6. Die Stellung ist Remis. Wenn der weiße König sich schon auf der 6. Reihe befindet und der weiße Bauer steht hinter dem weißen König, dann haben wir 6 Schlüsselfelder. Das heißt, die Schlüsselfelder in dem Fall sind C7, D7 und E7 sowieso und auch noch C6, D6 und E6. Wenn der Schwarz am Zug ist, dann ist sowieso leicht, zum Beispiel nach König E8 werden wir einfach auf die andere Seite gehen und nach König C8 können wir König E7 spielen und Weiß gewinnt. Also wenn Weiß am Zug ist, dann ist ganz egal, ob Weiß auf E6 oder C6 geht, Weiß gewinnt die Partie. König E6, König E8, D6, König D8, D7, König C7, König E7 und Weiß holt sich die Dame. Also wenn Weiß mit König C7 beginnt, König C8, D6, König D8, D7, König E7 und die Stellung ist schon wieder gewonnen. Wenn wir einen B- oder G-Bauer hätten, dann ist nicht ganz egal, wohin der König geht, also ob er auf C6 oder A6 geht. Das heißt, wenn wir mit König C6 in dem Fall beginnen, der Schwarz kann einen Patttrick machen, König A7, König C7, König A8 und nach B6 ist der Patttrick. Also stattdessen soll der Weiß immer mit dem König am Rande gehen, das heißt König geht auf A6 und jetzt, wenn der schwarze König in die Opposition geht, kommt der Bauer durch und dann letztendlich gewinnt Weiß die Partie. Wenn wir einen Randbauer hätten, einen A- oder H-Bauer, dann ist die Stellung Remis. Das Problem ist einfach, wenn wir letztendlich mit den Bauern nach vorne kommen, ist die Stellung Remis, weil es Patt ist. Ich werde euch jetzt bitten, auf die Pause zu drücken und ein paar Minuten überlegen und versuchen, diese Stellung zu lösen. Das heißt, Weiß ist am Zug und gewinnt. Also welche Optionen haben wir? Das heißt, wenn Weiß mit dem Zug G7 beginnt, Schwarz spielt König F7, also der schwarze König ist im Quadrat, und auf zum Beispiel G8 Dame, Schwarz schlägt, und wenn Weiß versucht jetzt mit dem König auf einen von diesen 3 Schlüsselfelder zu kommen, Schwarz wird das verhindern können, er spielt König G7 nach König F5. Der schwarze König geht in die Opposition und irgendwann mal muss der Weiße mit dem Bauern nach vorne zu gehen, was wir gesagt haben, dass die Stellung Remis ist, weil der Schwarz immer noch das Feld G8 zur Verfügung hat. Also, wenn Weiß sofort mit dem König beginnt, zum Beispiel spielt König E4, dann kommt König F6, König F4 und dann befindet sich der schwarze König schon jetzt auf einem von diesen 3 Schlüsselfeldern.
Das heißt, mit der Ausschlussmethode können wir sagen, dass der einzige Zug, der irgendwie Sinn macht, G5 ist. König geht auf E7, also das heißt, nach dem Zug, also die weißen Bauern decken ganz gut die zwei Felder, und wenn der König auf F5 geht, der König, wie wir sehen, nicht im Quadrat steht. Das heißt, nach G7 Weiß gewinnt die Partie. Also König G6 oder G5, G8 Dame und Weiß gewinnt. Und nach G5 König E7 machen wir die Opposition. Das heißt, jetzt egal ob der schwarze König auf E8 oder F8 geht, werden wir die Opposition machen. König F8, König F6. Der König geht auf G8 und dann G7. König H7, und jetzt müssen wir aufpassen, weil nach dem ganz logischen Zug König F7 haben wir schon wieder unseren guten Freund, den Patrick, weil der schwarze König nirgends ziehen kann. Also stattdessen nach König H7 spielen wir G8 Dame, und nach König G8 gehen wir mit dem König schon wieder in der Opposition. Das heißt, die Stellung ist gewonnen, egal wer am Zug ist, sobald der weiße König sechste Reihe erobert. Hier ist auch noch wichtig, dass egal ob der Schwarz König H8 oder König F8 spielt, wir einfach unseren Verfahren verfolgen. Das heißt, wir gehen einfach mit dem König auf die andere Seite und dann nach König H7, G6, König H8, G7, und wir können auch zum Beispiel in so einem Fall schnell matt setzen. Danke fürs Zuschauen.